Also wer hier mit der Antifa sympathisiert und sich mit der Antifa solidarisiert und gegen Friedensdemos mobilisiert, ja, der wäre auch im Dritten Reich mitmarschiert. Warum haben sie es gemacht? Warum haben sie die Lüge zur Wahrheit und die Wahrheit zur Lüge gemacht? Diese AD, ZDF und so weiter, die streuen einfach den Menschen, den Bürgern ja Sand in die Augen durch ihre Halbwahrheiten, durch ihre Verzerrungen, einfach durch die Lügen und so weiter. Und weiterhin, warum ist denn die AfD, warum wird sie denn als rechtsextremistisch diffamiert? Warum? Sie ist nicht rechtsextremistisch. Wir haben einfach extrem recht, dass mit jedem Mädchen, das hier vergewaltigt wird, mit jedem, der erstochen wird oder plattgefahren wird auf irgendeiner Veranstaltung, ja, mit jedem, der seinen Arbeitsplatz verliert, mit jeder Firma, die weiter in Konkurs geht, die AfD natürlich weiter an Zulauf gewinnt. Hey Leute, willkommen in der Realität. Er steht da, ruhig, sachlich und zerlegt das ganze System in 5 Minuten. Kein Schreien, kein Populismus, nur Fakten, Klartext und eine Botschaft, die richtig wehtut. Was er hier sagt, bringt das auf den Punkt, was Millionen fühlen, aber kaum jemand öffentlich ausspricht. Auf geht's! Wer hier mit der Antifa sympathisiert und sich mit der Antifa solidarisiert und gegen Friedensdemos mobilisiert, ja, der wäre auch im Dritten Reich mitmarschiert. Sowas von klar, wissen wir ja. Und abgesehen davon, es hat ja vor Jahren schon Professor Dr. Arnulf Baring, der hat es ja in einer Talkshow gesagt, ein renommierter Politikwissenschaftler, Professor Dr. Arnulf Baring, Träger des Bundesverdienstkreuzes, und er hat gesagt, dass die Nationalsozialisten Linke waren, ja. Und wenn man dann von dem Goebbels die Reden hört, ja, er hat es ja gesagt, wir sind im Sinne der NSDAP, also der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, sind wir die Linke. Und uns ist der rechte Bürgerbesitzblock verhasst. Warum haben sie es gemacht? Warum haben sie die Lüge zur Wahrheit und die Wahrheit zur Lüge gemacht und die Tatsachen so verdreht und auf den Kopf gestellt und uns Rechten, ja, das wie den Schuldkult wie eine Eisenkugel ans Bein gehangen. Mein ältester Freund, der hat es mir genau erklärt. Der hat gesagt, Pierre, mein Vater, der war ja im Krieg, der ist jetzt 73, Roland, mein ältester Freund. Und dann war er in der Schule, ging es halt um das Dritte Reich und so weiter. Und dann hat er gesagt, wie war das denn damals? Und dann hat er gesagt, weißt du, der größte Teil der deutschen Bevölkerung wusste nichts vom Holocaust und von Gaskammern und so weiter. Nur, die haben dann nach dem Krieg natürlich, die Wissenschaftler haben sie dann entnazifiziert und damit hing das offensichtlich auch zusammen. Dass sie dann quasi, weil sie das ja nicht verklickern konnten, haben sie dann kurzerhand die Rechten zu den Bösen gemacht. Ja? Und das ist bis heute so. Und die darüber reden, die haben größtenteils gar keine Ahnung von der Geschichte, genau wie mit dem Russland-Ukraine-Konflikt und so weiter, von der Vorgeschichte. Ja? Einfach mal mit Geschichte befassen, da kommt man von selbst drauf. Und einen ganz großen Respekt an euch für eure alternative Arbeit. Unheimlich wertvoll, wichtig, die freien Medien, die freie Berichterstattung. Weil die, wie gesagt, AD, ZDF und so weiter, die streuen einfach den Menschen, den Bürgern ja Sand in die Augen durch ihre Halbwahrheiten, durch ihre Verzerrungen, einfach durch die Lügen und so weiter. Wir wissen es, sind ja alle mit Parteibüchern ausgestattet. Bis zum Bundesverfassungsgericht. Da hat noch die Merkel den Obersten mit einem CDU-Parteibuch ausgestattet. Deswegen wurde auch die Klage wurde abgeschmettert von der AfD. Und weiterhin, warum ist denn die AfD, warum wird sie denn als rechtsextremistisch diffamiert? Warum? Sie ist nicht rechtsextremistisch. Wir haben einfach extrem recht und sie bekommen extrem Zulauf. Es ist so, dass mit jedem Mädchen, das hier vergewaltigt wird, mit jedem, der erstochen wird oder plattgefahren wird auf irgendeiner Veranstaltung, ja, mit jedem, der seinen Arbeitsplatz verliert, mit jeder Firma, die weiter in Konkurs geht, die AfD natürlich weiter an Zulauf gewinnt. Und im Endeffekt steht die AfD für die Politik, was die CDU vor 15, 20 Jahren gemacht hat, bevor Merkel, die Abrissbirne Deutschlands,
quasi ist ja Trojaner. Manche sagen sogar, das wäre die spätere Rache am Klassenfeind, am verhassten Klassenfeind gewesen, was sie gemacht hat. Ja, das musst du dir mal überlegen. Auch das Buch, was sie da veröffentlicht hat. Was war das? Frieden oder was? Wie das Sie hat es genannt. Freiheit. Freiheit. Ja, einfach nur krank. Tatsache ist, wir haben die größten Parasiten in der Regierung. Deutschlandhasser, Deutschlandzerstörer haben wir auf der Regierungsbank. Ja. Das sind Rüstungslobbyisten, Pharmalobbyisten und ich vermute mal, dass sich hier friedlich leider gar nichts mehr ändern wird. Und wir befinden uns de facto schon im Krieg. Wir sehen es ja an den tagtäglichen Messerattacken und was wir hier inzwischen ertragen, erdulden müssen. Tolerare, wir haben es zu ertragen, zu erdulden. Ja. Bis zur identitären Selbstaufgabe, bis in den Untergang. Und das geht einfach gar nicht. Dagegen müssen wir uns wehren. Für unsere Kinder, für unsere Heimat. Wir haben einfach eine tolle Geschichte, eine tolle Kultur. Die haben wir definitiv. Und darauf können wir auch stolz sein. Wir müssen sogar darauf stolz sein. Und wir haben eine Verpflichtung unseren Kindern gegenüber, wir haben eine Verpflichtung den Alten gegenüber, die Deutschland nach vorne gebracht haben, die Deutschland aufgebaut haben. Ich habe so einen älteren Herrn, so einen ganz sympathischen, der auch gerne sein Bier trinkt, den treffe ich ihn ab und an mal. Dann kaufe ich ihm sein Bier, schwätze ich mit ihm. Und er ist so ein ganz aufgeschlossener Typ und er hat 50 Jahre im Außendienst gearbeitet, Kfz-Teile, Außendienst. Was kriegt er? 833 € Rente, ja? 905 sind die Armutsgrenze. Und lauter solche Sachen. 16% der Bevölkerung in Deutschland sind absolut arm. Also unterm Lebensexistenzminimum. Wir sehen es ja. Also ich meine, ja, dass man wirklich sehen muss, wo man bleibt. Und es trifft immer die Ärmsten und die Schwächsten der Gesellschaft. Und ich bin der Meinung, solange man die Kraft noch hat, sollte man auf jeden Fall Gesicht zeigen, auf die Straße gehen und sollte auch eben die Menschen aufklären. Und das mache ich überall, wo ich bin. Spreche ich mit den Leuten, mache es auch laut, so dass es wirklich alle hören. Halte meinen Mund nicht. Also ich sag mal, es sind einfach zu viele, die Angst vor Repressalien haben, vor Ächtung. Ich habe gelesen, 1/3 oder zumindest, vielleicht sogar die Hälfte der Deutschen sagt gar nicht mehr, was sie denkt, wie sie wirklich denkt. Und einfach nur ein Rattenschwanz. Ja, viele trauen sich ja nicht mehr. Ne? Natürlich, klar. Weil dann immer wieder diese Nazi-Keule kommt und dieser ganze Rotz. Ich lache darüber, weil wer sich mit der Geschichte befasst, der weiß, dass die Nationalsozialisten Linke waren. Und wenn man heute die Antifa sieht, gewaltbereit, militant. Wir waren hier mit dem AfD-Stand auf der Straße. Die sind aus Herford gekommen. Richtig, paramilitärisch, militant, gewaltbereit, richtig hasserfüllt. Ja, das gleiche Bild hast du ja überall. Du siehst es ja, hast ja auch wieder in Gera jetzt gesehen, wo Colette wirklich eine geile Rede gehalten hat, wirklich vom Leder gelassen hat mir gut gefallen. Und Christian Klar und Max Schreiber auch, ne? Also gute Leute. Aber es ist ja alles rechts. Es ist ja alles rechts, was eben nicht auf Linie ist, was irgendwie sich kritisch äußert, gerade auch gegen diese ganze Migrationspolitik. Und wir befinden uns hier de facto im Krieg. Anders kann man es gar nicht sagen. Es ist ein Krieg gegen die deutsche Bevölkerung. Ja, man hat fast den Eindruck, als ob wir wirklich ausgerottet werden sollen. Jetzt haben wir die Sache mit den Afghaniern, mit den Ortskräften und so weiter. Das war das eine. Jetzt kommen sie mit den Sudanesen und reden ganz offen von einem Ansiedlungsprogramm, Resettlement, die anzusiedeln hier. Also worum geht's? Da kommen hier wirklich Millionen haben wir hier. Wir haben, sag ich mal, Hunderttausende auf jeden Fall, die hier schon mal gar nicht daseinsberechtigt sind, die hier auf jeden Fall eigentlich schon längst wieder in die Herkunftsländer zurückgeschickt werden. Hast du das Gefühl, die deutsche Identität ist überhaupt noch gewollt? Nein, es hängt mit der ganzen Geschichte zusammen. Wenn man mal schaut, wer die meisten Erfindungen und Errungenschaften im Laufe der Geschichte gemacht hat, da gibt es auch ein Buch. Ja, es waren die Deutschen, alles. Der Verbrennungsmotor, Röntgen, die Liste ist endlos lang. Und weil wir eben so ein innovatives Volk sind, was halt eben auch mal diszipliniert und schaffensfreudig war und wo man halt sagt, die deutschen Tugenden, für die wir auf der ganzen Welt geschätzt wurden, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, das wird systematisch abgeschafft. Es ist ein Kampf gegen unsere Identität, gegen unsere
Kultur. Und du siehst es in den Schulen, in den Kindergärten, die Frühsexualisierung mit den Drag Queens. Viele wissen ja gar nicht mehr, die können gar nicht mehr definieren, was Deutsch ist. Du hast jetzt gerade was genannt, halt der Dann deutsche kommen sie mit Geist. 1933 bis 45. Nein, Deutschland ist mehr. Schopenhauer, Nietzsche, Hermann Hesse. Das ist Deutschland auch, unsere Dichter und Denker. Aber es ist jetzt einfach nur noch, ja, alles. Ich glaube, wir sprechen uns gleich nochmal, würde ich sagen, weil im Hintergrund ist sehr laut. Danke dir. Alles klar. Herzlichen Dank an Danke dir schon nochmal. Ne? Danke. Gern geschehen. Und danke für eure gute Arbeit. Jetzt deinen Daumen, deinen Finger. Danke dir. Ganz ehrlich, man sitzt da, hört ihm zu und denkt sich, warum sagen das nicht mehr Menschen so offen? Stattdessen laufen in Talkshows irgendwelche Berufspolitiker rum, die das Problem nicht mal verstehen wollen. Der Mann spricht hier über Zustände, die jeder im Alltag erlebt, über Zensur durch Meinungskorridore, über Politiker, die sich ihre Realität so zurechtbiegen, wie sie gerade brauchen. Und die Medien klatschen Beifall. Und was macht der Staat? Statt zuhören, diffamiert er. Statt Fehler einzugestehen, wird weggeschaut. Es ist diese Meinung aus Arroganz und Realitätsverweigerung, die einen wirklich wütend macht. Aber genau deshalb ist dieses Interview so stark, weil es zeigt, dass Klartext möglich ist, ohne Hetze, ohne Phrasen, einfach nur die Wahrheit. Und genau davor haben die da oben Angst. Am Ende bleibt eins hängen. Solche Stimmen wie in diesem Interview, die braucht dieses Land dringender denn je. Denn wer heute noch den Mund aufmacht, riskiert sofort, in eine Ecke gedrängt zu werden. Aber genau deswegen darf man nicht leise sein, nicht aufgeben. Wenn du auch findest, dass solche klaren Worte mehr Gehör verdienen, dann lass ein Like da. Abonnier den Kanal und schreib in die Kommentare, wie du das Interview fandest und was dich aktuell am meisten aufregt. Denn nur wenn wir sichtbar bleiben, können wir was verändern. Jeder Kommentar hilft, das Video weiter zu verbreiten. Danke fürs Zuschauen und bleibt laut, bleibt kritisch, bleibt klar. Thank you.